Wenn morgen dein Bankkonto eingefroren wird, dein Vermögen registriert wird und Steuererhöhungen möglicherweise rückwirkend beschlossen werden, hast du dann eine wirkliche Option, einen Plan B? Oder hoffst du einfach darauf, dass es nicht so schlimm kommen wird? In diesem Video zeige ich dir, warum die USA für viele Unternehmer, für viele Leistungsträger wahrscheinlich das stärkste Plan B-Land der Welt sind. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wenn auch du dich für eine Auswanderung in die USA interessierst oder einfach dir die USA als Plan B offen halten möchtest mit einem langfristigen Aufenthaltstitel, dann lade ich dich jetzt herzlich zu unserer Erlebnis- und Investorenreise nach Texas ein. Ich bin 2008 nach Texas ausgewandert. Regelmäßig veranstalten wir diese Reisen nach Austin. Wir haben ein intensives Seminarprogramm, wo wir uns mit allen Themen auseinandersetzen, die relevant sind. Visa, Aufenthaltstitel, Steuern, Banken, Credit Score, Bonität aufbauen, Immobilien, Krankenversicherung, Bildung. Und dann schauen wir uns natürlich auch Austin und die ganze Gegend an. Wir besichtigen Immobilien, wir genießen Barbecue, wir erleben Live-Musik. Also eine tolle Woche mit Gleichgesinnten. Das Wetter ist meistens sehr gut und das lokale Craft-Bier natürlich auch. Würde mich freuen, wenn du nächstes Mal auch dabei bist. Dein Lebenspartner, Ehepartner, Geschäftspartner kann ohne Aufpreis mitkommen und du bekommst von uns die Gründung und einjährige Betreuung einer US-Gesellschaft geschenkt. Ein Wert von 3.500 US-Dollar. Ich würde mich freuen, wenn du das nächste Mal dabei bist. Schon bald geht es wieder los. Termin und alle weiteren Details auf unserer Webseite. Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Wir beschäftigen uns ja auf diesem Kanal sehr intensiv mit dem Thema Plan B. Und einen Plan B zu haben, das wird für Leistungsträger, für Unternehmer, für Investoren, für Freiberufler aus dem deutschsprachigen Raum immer wichtiger. Man ist vielleicht noch nicht bereit auszuwandern, vielleicht muss man erst noch ein paar Dinge organisieren, vielleicht hat man noch familiäre Verpflichtungen, vielleicht will man erst noch sein Unternehmen verkaufen, vielleicht will man einfach auch noch ein bisschen abwarten und sagen, naja, vielleicht ändert sich das Ganze ja noch zum Guten und es kommt doch nicht so schlimm, wie es manche vielleicht befürchten. Aber man möchte natürlich dennoch nicht dem Schicksal ausgeliefert sein, sondern man möchte sich vorbereiten, man möchte einen Plan B etablieren, zum Beispiel bestehend aus zweiten Staatsbürgerschaften, verschiedenen Aufenthaltstiteln, Bankkonten außerhalb der EU, Maßnahmen zur Vermögensdiversifizierung, Unternehmensaufbau im Ausland, Immobilienerwerb im Ausland, Edelmetalllagerung im Ausland. Also das sind ja alles Themen, die wir hier relativ häufig besprechen. Und wenn du an einen solchen Plan B denkst, dann wirst du vielleicht ganz spontan an Länder wie Paraguay denken oder natürlich ganz beliebt Dubai oder eben auch Orte wie Serbien oder Georgien. Und das sind natürlich alles hervorragende Länder, fantastische Ziele. Wir organisieren dort ja regelmäßig Seminare und Erlebnisreisen hin. Also das ist etwas, was man absolut empfehlen kann, ganz klar. Bei vielen garantiert nicht auf dem Radar als Plan B-Land sind die USA. Wenn man an die USA denkt, dann denkt man vor allen Dingen an Auswandern, dann denkt man an Green Card, dann denkt man an hohe Investitionen, die man tätigen muss, an Unternehmensaufbau, also an den tatsächlich aktiven Betrieb eines Unternehmens. Und das ist für viele natürlich einfach nicht machbar. Außer der Traum, in den USA zu leben, ist tatsächlich so groß, dass man eben diese Bedingungen auf sich nimmt. Hinzu kommt natürlich auch, dass die USA momentan relativ schlechte Presse bekommt, gerade in den deutschsprachigen Medien. Dort hasst man Amerika, dort hasst man natürlich auch den aktuellen Präsidenten Trump. Also konzentriert man sich vor allen Dingen darauf, die negativen Seiten herauszustreichen und zum Teil natürlich auch die Fakten sehr schamlos einfach zu verdrehen. Und das hat tatsächlich auch Wirkung. Man sieht es ja an den Touristenzahlen. In den letzten Monaten, in den letzten Jahren sind weniger Touristen aus dem deutschsprachigen Raum in die USA gereist. Und man merkt es ehrlich gesagt auch bei den Visa-Anträgen und bei den Green Card-Anträgen. Dort gibt es momentan relativ wenige deutsche Antragsteller und für unsere Mandanten ist das natürlich eine tolle Sache, denn noch nie wurden amerikanische Visa und Green Cards schneller bearbeitet als momentan. Und übrigens, noch nie war die Chance, die Green Card in der Green Card Lotterie zu gewinnen, die ja momentan ausgesetzt ist. Aber wenn sie jetzt demnächst wieder anlaufen wird, dann war die Chance nie größer, dort eine Green Card zu gewinnen. Übrigens, weil es eben so wenige Teilnehmer gibt aus den deutschsprachigen Ländern. Und bei der Green Card Lotterie, da stehst du nicht in Konkurrenz zu allen Bewerbern weltweit, sondern nur zu denen aus dem deutschsprachigen Raum. Das heißt, wir haben etliche Mandanten, die diese Green Card Lotterie gewonnen haben, sehr überrascht sind, dass sie gewonnen haben. Aber das liegt eben daran, dass der Bewerberkreis
Einreiseschutzpreis momentan relativ gering ist. Aber eben Green Card, das ist natürlich eine Sache. Du weißt ja, wenn du die Green Card hast, dann bist du mit deinem weltweiten Einkommen automatisch in den USA steuerpflichtig. Dann wird erwartet, dass du auch wirklich in den USA lebst. Und selbst wenn du nicht in den USA lebst, bist du eben der amerikanischen Steuerpflicht ausgesetzt, wie ein amerikanischer Staatsbürger auch. Wobei man da schon auch eine gewisse Abstufung sehen muss. Das ist nicht zwangsweise so. Aber wie gesagt, es wird erwartet, dass du in den USA lebst. Und entsprechend, wenn du die Green Card hast, dann bist du auch von der amerikanischen Wegzugsteuer betroffen, wenn du diesen Status wieder aufgibst. Also das ist dann schon ein sehr ernsthaftes Commitment. Wie gesagt, wer sowieso vorhat, sehr viel Zeit in den USA zu verbringen, dort wirklich leben will mit deiner Familie, der kann sich damit arrangieren und kann dann mit seinen Beratern gemeinsam ein sinnvolles Konzept erarbeiten, um die Negativwirkungen, soweit es geht, abzufedern. Aber ein Plan B ist ja etwas anderes. Ein Plan B ist ja etwas, was man in der Schublade hat oder in seiner Hosentasche. Letztlich ein Ass, das man ziehen kann, wenn man denkt, dass es notwendig ist, wenn sich die Situation vielleicht weiter verschlechtert, sowohl wirtschaftlich als auch zum Beispiel geopolitisch. Oder vielleicht ergibt sich im Leben irgendwann mal eine Situation, wo man sagt, so, jetzt will ich einpacken, jetzt will ich weg, eine berufliche Veränderung möglicherweise oder eine Veränderung in den persönlichen Lebensverhältnissen, vielleicht in der persönlichen Beziehung. Also ein Plan B ist dann etwas, was man in der Tasche hat, ein Ass, wie gesagt, was man ziehen kann, wenn man will, wenn man es braucht. Und da sind natürlich solche langfristigen Verpflichtungen wie die ich gerade eben genannt habe, nicht besonders sinnvoll. Und vielen ist es eben absolut gar nicht klar, dass es in den USA tatsächlich ziemlich viele Plan B-Optionen gibt. Neben den hohen Kosten, die viele befürchten, zum Beispiel für Investitionen oder den Aufwand, dort ein Unternehmen aufzubauen mit Mitarbeitern, einen wirklichen Betrieb, fragen sich natürlich viele auch, was bedeutet das Ganze steuerlich gesehen? Ist das da nicht ein Riesendesaster für mich? Wir hatten ja schon gerade beim Thema Green Card darüber gesprochen. Gut, die Steuern in den USA sind generell niedriger natürlich als in Deutschland. Man kann ungefähr sagen, dass die Steuern besonders in den günstigen Staaten wie Texas und Florida so hoch sind wie in den steuergünstigen Kantonen in der Schweiz. Wie gesagt, wenn du keine Green Card hast und keine amerikanische Staatsbürgerschaft hast, dann bist du dem Steuersystem natürlich auch nicht so ausgesetzt. Du kannst dich ohne weiteres zum Beispiel für 120 Tage in den USA aufhalten, ohne dort irgendwelche Steuern auszulösen. Wenn du dann bis zu 183 Tage da bleiben willst, dann kannst du das auf Antrag ebenso machen, wenn du zeigen kannst, dass du noch einen Wohnsitz in einem anderen Land hast. Und nur wenn du an mehr als 183 Tagen dich in den USA dann wirklich aufhältst, bist du dort auch unbeschränkt steuerpflichtig. Das muss jetzt gar nicht unbedingt so schlimm sein. Wir haben zum Beispiel Mandanten, die ziehen von Deutschland zunächst mal nach Malta um, bauen in Malta ein Unternehmen auf. Dieses Unternehmen zahlt ja dann 5% Körperschaftssteuer. Dann ziehen sie von Malta in die USA um, eben nicht mit der Green Card, sondern mit einer der Visa, die ich nachher noch beschreiben werde. In den USA ist es so, wenn du verheiratet bist und du hast nur Kapitalerträge als Einkünfte und du hast nicht mehr als 120.000 US-Dollar an Einkünften aus diesen Kapitalerträgen, dann zahlst du überhaupt keine Steuern. Ja. Jetzt nehmen wir mal das Doppelte an, 240, dann würdest du ungefähr 7% Steuern dann bezahlen. Das heißt also hier die Kombination mit einem Firmensitz wie zum Beispiel Malta sind ideal. Wie gesagt, bei den Visa, die ich dir nachher vorstellen werde, ist es ja nicht notwendig, dass du ein Unternehmen, das tatsächlich gewerblich in den USA ist, das Mitarbeiter anstellt und so weiter, aufbauen musst. Auch diese Zahlen, die ich dir genannt habe, würden jetzt wieder voraussetzen, dass du in einem der steuergünstigen Bundesstaaten lebst, zum Beispiel Texas oder eben auch Florida. Viele machen sich jetzt Sorgen natürlich aufgrund der hohen Lebenshaltungskosten in den USA. Das ist aber natürlich stark regional unterschiedlich. Ich hatte es ja schon in einem anderen Video gesagt, dass zum Beispiel im Raum Austin die Mieten in den letzten Jahren ziemlich stark gefallen sind. Also wenn du zum Beispiel in einem Vorort von Austin, in einem sehr schönen Vorort von Austin, eine ganz nette 2-Bedroom-Wohnung mieten willst, also mit 2 Schlafzimmern, in einem schönen Neubau, Mehrfamilienhaus mit Pool, Fitnessstudio und allem drum und dran, dann zahlst du so ungefähr $1.500 bis $1.600 Miete dort. Krankenversicherung für eine 4-köpfige Familie in Texas fängt so ungefähr bei $1.200 im Monat an. Also du siehst, das muss jetzt nicht unbedingt teuer sein, wenn du dich entscheiden würdest, tatsächlich dort in den USA dann auch zu leben. Aber wie gesagt, hier geht es ja um das Thema Plan B, darum ein Visum dann zu haben, was mehrere Jahre gültig ist, wo du aber keinen Mindestaufenthalt in den USA hast, wo du eben auch keine Verpflichtungen in den USA hast, insbesondere natürlich keine Steuerpflicht und wo du jederzeit sagen kannst, okay,
jetzt möchte ich mit meiner Familie in die USA gehen. Das heißt, nicht nur du hast natürlich dann dort ein Bleiberecht, sondern auch deine ganze Familie, deine Kinder unter 21, dein Ehepartner. Und dein Ehepartner bekommt dann in der Regel eine Arbeitserlaubnis in den USA und kann dann zum Beispiel in den USA auch einen eigenen Job ausführen. Bevor ich dir aber die Visa vorstelle, die hier besonders in Frage kommen, die mir besonders vorschweben, sollten wir uns vielleicht nochmal damit beschäftigen, warum die USA aus einer Plan B-Perspektive tatsächlich interessant sind. Und das natürlich vor allen Dingen im Vergleich zur Europäischen Union. Ich habe mal die wichtigsten Punkte zusammengestellt und möchte dir die eben vorstellen. Also als ersten Punkt würde ich hier sagen, dass in den USA die Eigentumsrechte natürlich groß geschrieben werden, was wir dort zum Teil in der EU sehen, was da diskutiert wird, dass zum Beispiel Vermögenssteuern erhoben werden oder Sozialabgaben erhoben werden auf Kapitalerträge, Mieteinnahmen und sowas. Das ist in den USA absolut undenkbar. Die USA sind diesbezüglich ein Rechtsstaat mit Durchsetzungskraft. Es gibt klare Eigentumsrechte, funktionierende Gerichte, verfassungsrechtlich verankerte Freiheitsrechte, keine willkürlichen Kapitalverkehrskontrollen und auch kein politisches Enteignungsregime, wie wir das ja doch zunehmend in der EU beobachten können. Und das ist natürlich für den Vermögensschutz elementar, das muss man ganz klar sagen. Als nächsten Punkt sollte man den starken Kapitalmarkt nennen und das amerikanische Bankensystem. Die USA sind natürlich der größte Kapitalmarkt der Welt. Die USA sind der tiefste und liquideste Aktienmarkt, das Zentrum von Venture-Kapital und natürlich die Heimat der globalen Tech-Dominanz. Strategisch für dich wichtig vielleicht, die USA nehmen nicht am automatischen Informationsaustausch nach OECD-CAS teil. Das heißt, es gibt keinen automatischen EU-Kontenaustausch unter OECD-CAS. Du kannst dir also in dem amerikanischen Kapitalmarkt, in dem amerikanischen Bankensystem tatsächlich eine zweite finanzielle Identität aufbauen, die komplett gekoppelt ist von dem, was in Europa abläuft und von der, wenn du es willst, niemand in Europa etwas weiß. Natürlich, solange du noch steuerpflichtig bist in Deutschland oder Europa, musst du natürlich deine Einkünfte, die du dort erzielst, dort in der Steuererklärung nennen. Aber es gibt zumindest keine automatische Einsicht durch die Behörden. Der nächste Punkt ist, dass die USA extrem unternehmerfreundlich sind. Egal, was politisch passiert, egal wer Präsident ist, man kann schnell Firmen gründen. Es gibt flexible Unternehmensformen. Im Vergleich zur EU eine extrem niedrige Bürokratie und die einzelnen Bundesstaaten stehen im Wettbewerb miteinander. Davon kann dann ein Unternehmer wie du nur profitieren. Über die Steuern haben wir ja schon gesprochen. Sicherlich kein Nullsteuerland, aber nicht ohne Grund gibt es die meisten Milliardäre in den USA. Wenn es steuerlich so schlimm wäre, dann wäre das ja nicht möglich. Wenn du mit einer Besteuerung rechnest wie in der Schweiz, in den steuergünstigen Kantonen in der Schweiz, dann hast du so ungefähr eine Idee, was so steuerlich auf dich zukommt. Nächster Punkt ist natürlich die geopolitische Stärke der USA. Sie sind energieautark, sie haben die größte Landwirtschaft der Welt, sie haben das dominierende Militär und einen Binnenmarkt mit 330 Millionen Menschen. Das heißt, egal was in der Welt passiert, ausgenommen vielleicht jetzt mal ein Atomkrieg, kannst du davon ausgehen, dass die Welt dort nicht untergeht und dass sich die Amerikaner aufgrund auch ihrer sehr intensiven Arbeitsmoral aufrappeln werden und notfalls von vorne beginnen müssen, wenn es denn notwendig sein sollte. Ein weiterer Punkt ist natürlich die Größe der USA und auch die geografische Lage. Sie sind von 2 Weltmeeren umgeben. Sie haben keine Feinde im Süden und Norden, auch wenn es da immer wieder mal natürlich ein bisschen rauscht. Aber natürlich sind die Nachbarn der USA mit den USA im Grunde genommen freundlich verbunden. Nächster Punkt, wenn du Kinder hast, natürlich das Thema Bildung wichtig. Jeder weiß, dass die USA die besten Universitäten der Welt haben. Aber auch die Grundschulen, weiterführenden Schulen sind im Grunde genommen nicht schlecht. Schau dir mal die PISA-Studie an. Da schneiden die USA immer besser ab als die deutschen Schulen. Also die amerikanischen Schulen sind definitiv besser als der Ruf. All diese Punkte, die ich jetzt genannt habe, die gelten da nochmal spezifisch natürlich auch für Texas umso mehr. Nicht ohne Grund ist Texas natürlich auch der Sitz unseres Unternehmens und meine Wahlheimat in den USA. Ich bin 2008 in die USA ausgewandert, habe zuerst in Florida gewohnt, bin aber dann nach Texas umgezogen. Also, das, was ich gerade eben gesagt habe, das sind so die wichtigen Hintergründe für einen Plan B. Wir haben das geschichtlich ja oftmals schon erlebt. Es gab ja immer wieder große Fluchtbewegungen in die USA und die Menschen sind genau aus den Gründen natürlich in die USA geflohen, die ich jetzt
jetzt gerade eben hier genannt habe. Für dich wäre es aber natürlich keine Flucht, sondern wenn du dir einen Plan B vorbereitest, dann würdest du letztlich ja einen Aufenthaltstitel für die USA in der Tasche haben und du kannst jederzeit dahin umziehen, solange dieser Aufenthaltstitel gültig ist. Und die Visa, die dafür geeignet sind, die ich dir jetzt vorstellen werde, die sind alle im Prinzip unbefristet gültig. Die kann man immer wieder verlängern. Nun komme ich also zu den Visa, die spezifisch für einen Plan B in den USA geeignet sind. Das erste Visa ist das sogenannte E1-Visum, das Treaty Trader Visum. Wenn du ein deutsches Unternehmen hast oder ein österreichisches Unternehmen und die USA sind für dieses Unternehmen der wichtigste ausländische Absatzmarkt, dann kannst du ein E1-Visum erhalten, schlicht und ergreifend deswegen, weil du so gute Geschäftsbeziehungen zu den USA pflegst. Mit diesem Visum kannst du in den USA leben. Das ist 5 Jahre lang gültig. Das lässt sich unbegrenzt immer wieder erneuern, solange dein Unternehmen zu Hause besteht. Du brauchst kein Unternehmen gründen, du brauchst keinen Businessplan machen. Einfach aufgrund der Tatsache, dass du so starke Handelsbeziehungen zu den USA unterhältst, bekommst du dieses Visum. Und wie gesagt, du musst dafür absolut kein Großunternehmen sein. Wir haben zum Beispiel einen Mandanten aus Deutschland, die stellen eine Skibindung her und die USA sind der wichtigste ausländische Absatzmarkt und deswegen können sie das E1-Visum bekommen. Wie gesagt, nicht zu verwechseln mit dem E2-Visum, ein Investorenvisum. Für das E1-Visum ist keine Investition notwendig, keine Firmengründung, kein Businessplan, das ist kein Mindestaufenthalt. Das Visum ist 5 Jahre gültig. In dieser Zeit kannst du so viel Zeit in den USA verbringen, wie du willst. Du kannst dorthin umziehen mit deiner Familie, du kannst da 5 Jahre leben, du kannst 2 Jahre dort leben, du kannst dann wieder rausgehen aus den USA, kannst dann wieder 1 Jahr kommen, kannst das Visum verlängern, das Ganze von vorne machen. Du hast komplette Flexibilität. Du bist nur steuerpflichtig in den Jahren, wo in den USA dein gewöhnlicher Aufenthalt ist. Das heißt, wenn du zwischendurch mal hohe Kapitalerträge, zum Beispiel aus dem Ausland erwartest, könntest du einfach die USA für ein Jahr verlassen, diese vereinnahmen, steuerfrei und wieder in die USA im nächsten Jahr zurückkehren. Du bist eben mit diesem Visum nicht von der amerikanischen Wegzugsteuer betroffen. Die betrifft nur amerikanische Staatsbürger und Green Card-Inhaber. Kommen wir zum zweiten Visum und das ist das sogenannte I-Visum, also das I-Visum. Das ist für ausländische Medienschaffende, zum Beispiel Journalisten, aber eben auch YouTuber und Podcaster zum Beispiel. Also wenn du zum Beispiel einen deutschen YouTube-Kanal betreibst, und das darf jetzt leider kein Entertainment-Kanal oder sowas sein, das müssen schon so sachliche Informationen sein, News oder auch Natur, also alles, was man so als Dokumentarfilm sehen könnte oder was über Politik berichtet. Damit kannst du ein I-Visum in den USA bekommen. Da kannst du dann 5 Jahre in den USA leben. Das Visum kann ganz einfach wieder verlängert werden. Du kannst deine Familie mitbringen. Du kannst dann in den USA dein Content produzieren. Also wie gesagt, hauptsächlich haben Journalisten das Visum. Sagen wir zum Beispiel, die Frankfurter Allgemeine Zeitung schickt einen Journalisten in die USA, dann ist er ja in den USA, um für das deutsche Publikum aus den USA zu berichten. Und wenn du in gleicher Kapazität in den USA wärst, auch für deinen eigenen YouTube-Kanal zum Beispiel, kannst du ebenfalls dieses Visum bekommen, kannst da mit deiner Familie leben, kannst rein und rausgehen, wie du willst. Das Visum ist, wie gesagt, 5 Jahre gültig, extrem einfach. Du brauchst kein Business gründen, du brauchst keinen Businessplan machen. Du musst eben einfach zeigen, dass du Content produzierst. Und das Ganze muss natürlich eine gewisse Ernsthaftigkeit haben. Und natürlich muss man auch die Finanzierbarkeit dort zeigen können. Ja, also wer bezahlt deinen Aufenthalt, wenn du in den USA bist? Hast du Werbeeinnahmen zum Beispiel durch den YouTube-Kanal? Wirst du bezahlt von Auftraggebern, von deutschen, von österreichischen Medien, für die du Content kreierst? Und wie gesagt, es darf jetzt kein Entertainment sein oder kein Reality-TV. Es muss tatsächlich hochwertiger Content sein. News, Dokumentation, solche Dinge. Also das war das zweite Visum, was ideal für einen Plan B geeignet ist, das sogenannte I-Visum. Und das dritte Visum ist das sogenannte O1-Visum. Das ist ein Visum für Personen mit sogenannten herausragenden Fähigkeiten. Das können Künstler sein, das können Wissenschaftler sein, aber eben auch Unternehmer. Vielfach nutzen dieses Visum zum Beispiel Personen, die in Deutschland oder in Österreich erfolgreich ein Start-up gegründet haben, die also zeigen können, ich habe hier Kapital eingeworben, ich habe hier ein interessantes Produkt gemacht, ich bin vielleicht auch schon in den Medien aufgetreten. All das gilt eben als außergewöhnliches Talent, außergewöhnliche Fähigkeiten, insbesondere dann, wenn du zeigen kannst, dass du ein hohes Gehalt hast, dann kannst du dich für dieses Visum qualifizieren. Das Visum wird zunächst für 3 Jahre ausgegeben und kann dann jährlich verlängert werden, auch auf unbegrenzte Zeit. Früher hat man einen Sponsor hier noch gebraucht. Das heißt, früher musste man einen Auftraggeber haben aus den USA oder auch einen Agent, denn viele Künstler nutzen dieses Visum. Heute brauchst du das gar nicht mehr. Heute kannst du deine eigene Firma in den USA gründen, die dich dann über dieses Visum in die USA holt.
Was du brauchst für dieses Visum sind Referenzschreiben, ich würde sagen 5 bis 10 von namhaften Persönlichkeiten oder Organisationen, die bescheinigen, dass du eben tatsächlich herausragende Fähigkeiten hast. Das sind natürlich idealerweise Stellen, die auch in den USA bekannt sind. Also, das sind meine 3 Visatypen, die sich für einen Plan B in den USA eignen. Diese Visatypen kannst du jetzt beantragen. Wir können dir natürlich dabei helfen. Wir können dich auch dazu beraten, welcher dieser Visatypen am besten zu dir passt. Die kannst du dann einfach bei dir in der Schublade liegen haben und einfach aktivieren, wenn du möchtest, oder auch einfach nie aktivieren. Aber du hast dann eben die Option im Hinterkopf, dass du jederzeit in den USA leben kannst mit deiner Familie. Und das finde ich persönlich absolut interessant. Aber das ist ja klar, ich bin ja auch ein großer USA-Fan. Aber auch wenn es nicht zu einer Krise kommt, wenn es nicht zu einem Krieg kommt, wenn es nicht zum wirtschaftlichen Verderben in der EU kommt, kann das Ganze natürlich einfach interessant sein, um mal ein paar Jahre in den USA zu leben. Es ist definitiv einfacher, als du dir vorstellst. Also, in diesem Sinne, wenn auch du dich mit dem Thema USA auseinandersetzt, wenn du dort gerne leben möchtest, wenn du ein USA-Fan bist wie ich, wenn du sagst, naja, das war schon immer mal mein Traum, in den USA zu leben, ich möchte mein Unternehmen verkaufen und mir dann dort ein neues Leben aufbauen. Oder du sagst, naja, dahin umziehen kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber aus Plan B-Sicht sind die USA natürlich ein sicherer Hafen oder können es zumindest sein. Diese Option möchte ich mir und meiner Familie offen halten. Ich möchte, dass die USA Teil meines Plan B werden. Wenn das so ist, dann würde ich mich natürlich freuen, dich in Texas begrüßen zu dürfen, zum Beispiel bei unserer nächsten Reise, die demnächst wieder stattfinden wird. Oder aber ansonsten auch gerne ein Beratungsgespräch buchen. Details dazu in der Beschreibung dieses Videos. Ich habe Deutschland und die EU vor 25 Jahren verlassen. Ich bin seit 2008 in den USA. Ich habe es nie bereut. Ich denke, du wirst es auch nicht tun. Wir helfen deutschsprachigen Mandanten wie dir dabei, sich erfolgreich im Ausland aufzustellen, sich steueroptimiert aufzustellen, Unternehmen zu gründen, Aufenthaltstitel zu bekommen, zweite Staatsbürgerschaften zu bekommen, Bankkonten zu eröffnen, ihr Vermögen zu sichern. Und ich würde mich freuen, auch dich als bald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.